Hallo zusammen. Unser heutiger Naturausflug führt uns in die niederländische Provinz Nordholland und hier auf die Insel Texel, welche wir mit der Fähre von Den Helder gut erreichen können. Wegen der Größe der Insel empfiehlt es sich, das Fahrrad mitzunehmen und mit diesem die wunderschöne Natur zu entdecken. Die westlichste der westfriesischen Inseln ist ein beliebtes Tourismusziel. Ihre vielfältige Landschaft beherbergt eine reichhaltige Tier- und Pflanzenwelt, welche wir uns in diesem kurzen Film ansehen wollen. Eine Art, welche man normalerweise nicht auf Texel sehen wird, sind diese Vögel. Um diese zu sehen, sollte man den Texel Zoo besuchen. Er liegt im agrarreichen Norden der Insel und hat Dutzende Vogel- und auch kleine Säugetierarten aufzuweisen. Die Betreiber selbst nennen ihren Zoo den schönsten Ausflugsort auf der Insel Texel. Und tatsächlich kann man hier mehrere Stunden in den gewächshausartigen Hallen verbringen. Draußen laufen die Hasen frei umher und in den Hallen muss man damit rechnen, dass einem Schmetterlinge und Vögel um den Kopf fliegen. Ein besonderes Erlebnis, was mit den hier gezeigten Erdmännchen nicht möglich ist. Nun radeln wir weiter an der Ostseite der Insel. Diese ist vollständig mit Deichen geschützt und nicht nur auf den Deichen, sondern auch auf der ganzen Insel sind die mittelgroßen Texelschafe anzutreffen. Diese Tierrasse stammt ursprünglich von der Insel, ist aber heute überwiegend in Neuseeland und Australien heimig. Üblicherweise ist diese Rasse vergleichsweise kurzbeinig und die Tiere haben einen unbewollten sowie ungehörnten Kopf mit flacher, nicht zu breiter Stirn. Weiter radelnd kommen wir zum Naturschutzgebiet des Rohren, welches vom Verein Naturmonumenten betreut wird. Die auf der Wattenmeerseite gelegenen Salzwiesen können eine unglaublich hohe, vielfältige Vegetation aufweisen. Dies ist, wie der hinter dem Deich gelegene Bereich, ein Paradies für Vögel. Vor allem im Frühjahr und Herbst kommen tausende Zugvögel hierher. Dann kann man nicht nur die hier zu sehenden Möwen, sondern auch Säbelschnäbler, Brandgänse und Löffler sehen. Wir radeln weiter in Richtung Süden und erreichen die Gemeinde Oudesrild. Das Herzstück des Dorfes ist sicherlich der Hafen, von wo aus man Rundfahrten im Wattenmeer starten kann. Nicht nur am Strand und am Deich ist es wunderschön, sondern auch im Innern der Insel. Die Pflanzenwelt auf Texel ist vielfältig. Es versteht sich daher von selbst, dass diese in meinem kurzen Film nicht vollumfänglich gezeigt werden kann. Dünentäler mit violettem Strandflieder sind allgegenwärtig. Daher ist die Insel auch ein wunderbares Paradies für Naturfotografen, die das Fahrrad abstellen und durch die Landschaft wandern werden. Ein spannender Tagesausflug für Menschen jeden Alters führt zum Ecomare. Dabei dient dieses nicht nur zum Freizeitausflug für Menschen, sondern auch als Auffangstation für notgeratene Vögel, Fische und vor allem auch für die Stars des Ecomare, den Seehunden. Vor allem zu den Fütterungszeiten der Seehunde herrscht reger Betrieb an den Becken. Seehunde sind die Akrobaten des Meeres, aber an Land wirken sie etwas unbeholfen. Obwohl sie mit Leichtigkeit 35 Kilometer pro Stunde durch das Wasser rasen können, schaffen sie es auf dem Trockenen gerade mal auf 2 Kilometer pro Stunde. Eigentlich sind Seehunde völlig an das Leben unter Wasser angepasst. Da sie aber auch gerne an der Sonne liegen, kann man sie auch regelmäßig über Wasser sehen. Neben einem Meeresaquarium gibt es auch ein angeschlossenes Naturmuseum. Hier sind nicht nur Walskelette ausgestellt, sondern auch Tiere aus längst vergangenen Zeiten. Ebenfalls schon sehr lange her ist es, dass Menschen in einem solchen Haus auf Texel wohnten. Nördlich der Gemeinde De Koch radeln wir weiter zum Naturreservat des Lüfter. Während eines schweren Sturmes 1851 brach das Meer durch die Dünenkette. Die Versuche, das Slüftergat wieder abzudichten, liefen ergebnislos, so dass hier eine weite Ebene zwischen den Dünenketten zum Meer hin offen ist. Es gibt einen dauerhaften, mit Wasser gefüllten zentralen Einbruch und viele Nebenpriele. Im Sommer ist das Gebiet violett gefärbt, was vom hier vorkommenden Strandflieder verursacht wird. Aber auch Strandgrasnelke und der Queller sind massenhaft zu sehen. Ein Spaziergang durch dieses Gebiet ist ein einmaliges Erlebnis. Aber auch Wanderungen durch die Texeler Dünen haben das ganze Jahr über ihren Reiz. Auf der Insel liegen einige der atemberaubendsten Strände Europas. Viele hiervon werden als Badestrand genutzt. Daher sind hier die in den Niederlanden üblichen Strandhäuschen zu sehen. Aber auch Beachclubs sind keine Seltenheit. Dank Durchgängen in der Dünenkette kann man laufend die ewig langen Strände erreichen.
Von endlos langen und menschenleeren Stränden bis hin mit lebhaftem Strandleben gefüllte Bereichen ist alles dabei. Aktivurlauber oder auch Ruhesuchende finden auf Texels Stränden sicher ihren Platz. Von weitem ist der Leuchtturm schon zu erkennen. Wer die 118 Stufen nach oben erklommen hat, wird mit einer wunderschönen Aussicht belohnt. Hier im Außenbereich kann man wirklich spüren, was eine hohe Windstärke bedeutet. Auch wenn der Leuchtturm bis heute in Betrieb ist, wird er selbstverständlich ferngesteuert. Und das Leuchtturmwärterbüro ist nicht mehr aktiv. Wieder vom Leuchtturm herabgestiegen, geht es mit dem Fahrrad weiter durch die waldähnliche Landschaft. Wirklich störend sind immer wieder Zigarettenkippen auf dem Boden, welche das Grundwasser verseuchen. Nicht immer absichtlich hinterlassen Menschen auch im Meer ihre Spuren. Das Juttersmuseum widmet sich den unterschiedlichsten Strandfunden aus über 80 Jahren und macht in einer großen Ausstellung deutlich, was alles im Meer landete, absichtlich oder auch nicht. Wieder auf dem Fahrrad radeln wir weiter in das Naturzentrum de Marle. Hier kann man während den Öffnungszeiten tagesaktuelle Informationen erhalten, wo die Natur gerade am schönsten ist. Einer dieser Punkte ist sicherlich das direkt angrenzende Naturgebiet Walenbürch. Dieses im Zentrum der Insel gelegene Areal ist ein beliebtes Gebiet für Vogelbeobachter. Auf den Feuchtwiesen von Walenbürch wachsen unzählige Blumen- und Orchideenarten. Weil der Polder so tief liegt, ist das Wasser an manchen Stellen brachig. Daher findet man hier typische Salzwiesenpflanzen wie das Salzwiesensumpfkraut und das Glaskraut. Diese Pflanzen vertragen das salzige Wasser gut. Im ganzen Gebiet gibt es immer wieder Aussichtspunkte. Es sollte sich von selbst verstehen, dass in einer solchen Umgebung die Straßen und Wege nicht verlassen werden sollten. Dies ist aber wegen der vielfältigen Anzahl von Straßen, Wegen und Fahrten auch gar nicht nötig. Es macht große Freude, durch diesen Teil der Insel zu radeln, immer wieder Pausen zu machen und hier zu fotografieren. Denn es gibt immer etwas zu entdecken, seien es verschiedene Pflanzenarten oder eben die Vögel auf dem Wasser. Nicht nur für möglicherweise nötige Pausen vom Fahrradfahren, sondern auch um die Aussichten in der Natur zu genießen, gibt es sehr häufig Sitzbänke und Pausenbereiche. Leider sind wir schon wieder am Ende meines Filmes angekommen, der euch Texels Natur aus der Sicht eines Touristen zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!